Während die Welt auf Elektrofahrzeuge zusteuert, bereitet sich Mercedes-Benz darauf vor, das Spiel komplett zu verändern. Mit dem bahnbrechenden F-Cell-Hybridmotor, der von integrierten Wasserstofftanks angetrieben wird und eine atemberaubende Reichweite von 1000 Kilometern bietet, folgt Mercedes nicht der Masse, sie bauen eine neue Zukunft. Während sich andere um die Reichweite von Batterien und Ladenetzwerken streiten, setzt Mercedes auf etwas Sauberes, Schnelleres und weitaus Gewagteres. Könnte Wasserstoff das Ass im Ärmel sein, mit dem niemand gerechnet hat? Ist dies der Moment, in dem der Traum vom Elektroauto auf die Realität des Wasserstoffs trifft? Wenn Mercedes dies gelingt, wird die Zukunft der Mobilität vielleicht gar nicht elektrisch sein, sondern etwas viel Stärkeres. Ein Vermächtnis der Innovation. Wenn man den Namen Mercedes-Benz hört, denkt man nicht nur an Autos, sondern auch an geschichtsträchtige Ingenieurleistungen. Seit Carl Benz 1886 HT das erste benzinbetriebene Auto auf den Markt brachte, hat Mercedes mehr getan, als nur Fahrzeuge zu bauen. Sie haben Träume geformt. Von der Entwicklung von Luxusautos, die neue Maßstäbe setzen, bis hin zur Steigerung von Leistung, Sicherheit und Komfort in Bereichen, die niemand für möglich gehalten hat sich Mercedes nie damit zufrieden gegeben, einfach nur zu folgen. Sie führen. Auch der Rennsport war schon immer Teil ihrer DNA. Die legendären Silberpfeile der 1930 Jahre fuhren nicht nur um Trophäen, sie testeten auch die Technologie von morgen in rasantem Tempo. Motorsport war für Mercedes nicht nur eine Show, sondern auch ein Versuchsgelände, ein Labor auf Rädern. Und dieser Geist, dieser Hunger nach Innovation, treibt die Marke auch heute noch an. Ob Hybridsysteme, hochmoderne Elektrofahrzeuge oder autonomes Fahren, Mercedes ist immer auf der Suche nach dem nächsten Durchbruch. Doch jetzt geschieht etwas Überraschendes. In einer Welt, die auf die Elektrifizierung zusteuert, wagt Mercedes-Benz den Blick in die andere Richtung, zurück zum Verbrennungsmotor. Auf den ersten Blick klingt es fast verrückt. Warum in Verbrennungsmotoren investieren, wenn die Zukunft elektrisch ist? Aber bei Mercedes ging es ja noch nie darum, Trends zu folgen. Sie machen ihre eigenen Regeln. Vielleicht sehen sie etwas, was der Rest der Welt nicht sieht. Während andere Unternehmen alles auf Batterien setzen, erfindet Mercedes im Stillen neu, was Verbrennungsmotoren sein können. Sauberer, intelligenter, leistungsfähiger. Anstatt sich vom Benzin zu verabschieden, arbeiten sie daran, es neu zu erfinden. Könnte dies der clevere Umbruch sein, den niemand erwartet hat? Könnte Mercedes wieder einmal dabei sein, die Zukunft der Mobilität neu zu schreiben? Eines ist sicher, Mercedes klammert sich nicht an die Vergangenheit. Sie greifen in die Vergangenheit, holen alles heraus, was sie über Exzellenz wissen, und formen es für eine neue Ära um. Und wenn sie Erfolg haben, werden sie nicht nur mit der Umstellung auf Elektroautos Schritt halten, sie könnten die gesamte Diskussion verändern. Aber was genau macht ihren neuen Motor so anders und so gefährlich für die Welt der Elektroautos? Lassen Sie uns tiefer eintauchen und es herausfinden. Der Aufstieg der Elektroautos. Die elektrische Revolution ist keine Vorhersage mehr. Sie findet direkt vor unseren Augen statt. Während die Welt sich der Umweltkosten fossiler Brennstoffe bewusst wird, setzen die Regierungen kühne Fristen für die Abschaffung von Verbrennungsmotoren und die Autohersteller bemühen sich um die Umstellung auf vollelektrische Fahrzeuge. Was einst als Nische und experimentell galt, hat sich schnell zum neuen Goldstandard in der Branche entwickelt. Elektroautos sind kein futuristisches Spielzeug mehr. Sie sind eine Bewegung. Doch unter der Oberfläche dieser strahlenden neuen Welt zeigen sich allmählich Risse. Trotz enormer Fortschritte von Pionieren wie Tesla haben Elektrofahrzeuge immer noch mit hartnäckigen Problemen zu kämpfen. Hohe Preise, die sie für viele Käufer unerschwinglich machen. Quälend lange Ladezeiten. Begrenzte Ladenetze und die nagende Angst, dass der Saft schon Meilen vor der nächsten Steckdose ausgeht, die berüchtigte Reichweitenangst. Diese Hürden sind nicht einfach nur Stolpersteine, sondern echte Hindernisse, die einer totalen E-Mobilität im Wege stehen. Und genau darin sieht Mercedes-Benz eine Chance. Mercedes weiß, dass E-Fahrzeuge keine Einheitslösung sind. Für viele Autofahrer, vor allem für diejenigen, die weite Strecken zurücklegen oder weit entfernt von größeren Städten leben, haben Verbrennungsmotoren nach wie vor unbestreitbare Vorteile in Bezug auf Zweckmäßigkeit, Bequemlichkeit und schiere Ausdauer. Während E-Fahrzeuge im Stadtverkehr glänzen, schwächeln sie, wenn Freiheit und Flexibilität am meisten gefragt sind. Aus diesem Grund verfolgt Mercedes nicht nur den Traum vom Elektroantrieb,
sondern stellt die Verbrennung selbst auf den Kopf. Ihr Hybridmotor der nächsten Generation verspricht, die Kraft und Leidenschaft traditioneller Motoren mit saubereren Emissionen und intelligenterer Effizienz zu kombinieren. Es geht nicht darum, sich der Zukunft zu widersetzen, sondern darum, sie so umzugestalten, dass sie den realen Bedürfnissen entspricht. Da sich die weltweite Umstellung auf Elektrifizierung langsamer vollzieht als von vielen erwartet, insbesondere in Bereichen, in denen die Ladeinfrastruktur hinter der Nachfrage zurückbleibt, könnte sich der mutige Schritt von Mercedes, den Verbrennungsmotor zu perfektionieren, als brillant erweisen. Anstatt die Technologie, die sie zur Legende gemacht hat, aufzugeben, verfeinern sie mit dem Ziel, eine große Reichweite, sofortiges Auftanken, aufregende Leistung und einen umweltfreundlicheren Fußabdruck zu bieten. Alles in einem Paket. Wenn es Mercedes-Benz gelingt, die Stärken von Verbrennungs- und Elektroantrieb zu einem nahtlosen neuen Fahrerlebnis zu vereinen, werden sie nicht nur konkurrieren, sondern die Konkurrenz ausstechen. Es geht nicht nur darum, einen weiteren Motor auf den Markt zu bringen. Es geht darum, die Geschichte der Mobilität für eine neue Ära neu zu schreiben. Aber die eigentliche Frage bleibt, wird die Welt diese kühne Alternative annehmen? Und könnte Mercedes der Funke sein, der die Elektroautoindustrie zwingt, alles zu überdenken, was sie für unvermeidlich hielt? Strategische Neuausrichtung von Mercedes-Benz. Der neue Motor von Mercedes-Benz ist mehr als nur ein technisches Wunderwerk. Es ist ein kalkulierter Strategiewechsel. Während andere Automobilhersteller auf eine vollständige Elektrifizierung hinarbeiten, positioniert sich Mercedes als Vorreiter bei Hybrid- und Verbrennungstechnologien. Die Entscheidung, diesen Motor zu entwickeln, deutet darauf hin, dass das Unternehmen einen erheblichen Wert im weiteren Einsatz von Verbrennungsmotoren sieht. Insbesondere in Märkten, in denen es noch keine elektrische Infrastruktur gibt. Die Strategie hinter diesem Wandel ist klar. Anstatt die Verbrennungsmotoren ganz aufzugeben, konzentriert sich Mercedes darauf, sie sauberer, effizienter und nachhaltiger zu machen. Das könnte ein genialer Schachzug sein. Denn der Markt für Elektroautos hat immer noch mit einer Reihe von Herausforderungen zu kämpfen, darunter hohe Fahrzeugkosten, lange Ladezeiten und eine begrenzte Infrastruktur. Durch die Investition in Hybrid- und Verbrennungstechnologien der nächsten Generation hebt sich Mercedes von der Konkurrenz ab. Auch wenn einige Kritiker dies als Rückschritt bezeichnen mögen, setzt Mercedes darauf, dass die Verbraucher auch in den kommenden Jahren Verbrennungsmotoren nachfragen werden. Die Marke setzt auf die Tatsache, dass viele Verbraucher, insbesondere in den Entwicklungsländern, aufgrund von Infrastruktur- und Kostenproblemen noch nicht bereit sind, Elektroautos in vollem Umfang zu nutzen. Durch die Verbesserung der Verbrennungstechnologie bietet Mercedes eine Option, die genauso umweltfreundlich, wenn nicht sogar umweltfreundlicher sein könnte als die derzeitigen elektrischen Alternativen. Darüber hinaus nutzt Mercedes sein Know-how in Sachen Leistung und Luxus, um Hybrid- und Verbrennungsfahrzeuge zu entwickeln, die ein überlegenes Fahrerlebnis bieten. Dies könnte ihnen einen Vorteil gegenüber traditionellen Elektroautoherstellern wie Tesla verschaffen, deren Fahrzeuge zwar beeindruckend sind, aber oft nicht die Raffinesse und den Luxus bieten, den Mercedes-Käufer erwarten. Mercedes setzt darauf, dass Hybridfahrzeuge der Luxusklasse das nächste große Ding sein werden, das sowohl Leistung als auch Nachhaltigkeit bietet. Das Bekenntnis von Mercedes zu Verbrennungsmotoren bedeutet jedoch nicht, dass das Unternehmen die Elektrifizierung völlig aufgibt. Mit Modellen wie dem EQS und dem EQC, die bereits für ihre Leistung und ihren Luxus gelobt werden, hat das Unternehmen seine Elektroautopalette weiter ausgebaut. Die Herausforderung für Mercedes wird darin bestehen, diese beiden Strategien, Verbrennungs- und Elektroantrieb, miteinander in Einklang zu bringen, ohne die Verbraucher zu verprellen oder den wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge zu verpassen. Während Mercedes an der Perfektionierung seines neuen Motors arbeitet, ist es klar, dass das Unternehmen einen maßvollen, strategischen Ansatz verfolgt. Die Frage ist, ob die Verbraucher den Wert dieser Hybridlösung erkennen oder ob sie weiterhin vollelektrische Autos fordern werden. Mercedes ist seit langem der Vorreiter in Sachen Luxus, und seine neuesten Schritte könnten die Zukunft von Hybrid- und Verbrennungsfahrzeugen bestimmen. Das Herzstück dieser Strategie ist der Motor selbst. Ein hochmoderner Hybridantriebsstrang, der überlegene Leistung, Effizienz und Nachhaltigkeit zu bieten verspricht. Wenn es Mercedes gelingt, diese Technologien in seine neuen Modelle zu integrieren, könnte das Unternehmen in der Lage sein, einen bedeutenden Teil des Marktes zu erobern.
Diese Hybridrevolution könnte die Zukunft des Autofahrens sein und eine perfekte Mischung aus Leistung, Effizienz und Luxus bieten. Das Hybrid-Dilemma. Dass Mercedes-Benz auf die Hybridtechnologie setzt, ist vielleicht der klügste Schachzug des Unternehmens oder das größte Risiko. Während andere Autohersteller mit Vollgas auf Elektrofahrzeuge setzen, geht Mercedes auf Nummer sicher, indem es die Verbrennungstechnologie verfeinert und in Hybridsysteme integriert. Der Ansatz des Unternehmens ist eher vorsichtig, aber in einer Branche, die sich schnell entwickelt, könnte diese Strategie eine Belastung sein. Das Dilemma der Hybride besteht darin, dass Hybridfahrzeuge zwar immer noch relevant sind, die Zukunft des Automobils aber immer mehr in Richtung Vollelektrifizierung zu gehen scheint. Die Regierungen drängen auf Null-Emissionsziele und die Verbraucher fordern zunehmend vollelektrische Fahrzeuge. Mercedes setzt jedoch darauf, dass ein gut durchdachter Hybridmotor das Beste aus beiden Welten bieten könnte: Effizienz ohne Leistungseinbußen. Wenn das gelingt, hat Mercedes das perfekte Fahrzeug für Regionen, die noch mit der Einführung von Elektroautos zu kämpfen haben. Hybridfahrzeuge sind zwar nicht ganz so umweltfreundlich wie Elektroautos, aber für viele Verbraucher sind sie eine praktischere Option. Insbesondere in Märkten, in denen die Ladeinfrastruktur noch in den Kinderschuhen steckt. Die Herausforderung für Mercedes besteht jedoch darin, dafür zu sorgen, dass diese Hybride nicht in der Masse untergehen, während die Popularität von Elektrofahrzeugen weiter zunimmt. Der Schlüssel zum Erfolg wird darin liegen, sicherzustellen, dass das Hybridangebot die Leistung und den Luxus bietet, den Mercedes-Kunden erwarten, und gleichzeitig eine attraktive Wahl für diejenigen ist, die auf Nachhaltigkeit Wert legen. Angesichts der Revolution der Elektrofahrzeuge mag die Hybridstrategie von Mercedes-Benz wie ein Kompromiss erscheinen. Wenn Mercedes jedoch sicherstellt, dass diese Hybride effizient, leistungsstark und luxuriös sind, könnte sich das Unternehmen eine einzigartige Nische auf dem Markt schaffen. Wenn sie ihre Versprechen einhalten können, könnten sich Hybride als die perfekte Lösung für Verbraucher in Regionen erweisen, in denen die elektrische Infrastruktur noch im Aufbau ist. Die Antwort der EV-Industrie. Während Mercedes-Benz selbstbewusst seine neue Hybridstrategie vorantreibt, bleibt die Elektrofahrzeugindustrie nicht untätig. Tesla, Volkswagen und andere große Elektrofahrzeughersteller beobachten diese Entwicklung genau. Der potenzielle Erfolg der Hybridmotoren von Mercedes-Benz stellt eine direkte Herausforderung für deren Marktdominanz dar. Was passiert, wenn eine Luxusmarke wie Mercedes ein überlegenes Hybridsystem einführt, das Leistung, Effizienz und Nachhaltigkeit miteinander verbindet? Die Antwort könnte alles verändern. Tesla, der unangefochtene Anführer der Elektroautorevolution, ist die Marke schlechthin, wenn es um Elektrofahrzeuge geht. Ihre Fahrzeuge sind bekannt für ihre beeindruckende Reichweite, ihre Spitzentechnologie und ihr umfangreiches Ladenetz. Doch trotz seiner Dominanz hat Tesla noch immer mit Hindernissen zu kämpfen. Reichweitenangst, längere Ladezeiten und die Kosten von Elektroautos, die für viele Verbraucher unerschwinglich sind. Die Hybridfahrzeuge von Mercedes-Benz könnten diese Schwächen ausnutzen, indem sie eine Leistung und Effizienz bieten, die mit der von reinen Elektroautos konkurrieren können, während sie gleichzeitig den Komfort und die Schnelligkeit des Tankens bieten. Dies hat den Wettbewerb unter den Automobilherstellern angeheizt. Alteingesessene Marken wie Volkswagen, BMW und Audi sind bereits dabei, ihre Elektro- und Hybridmodelle zu verbessern. Doch die Hybridstrategie von Mercedes-Benz, die auf jahrzehntelanger technischer Erfahrung beruht, könnte diese Unternehmen dazu bringen, ihre Pläne zu überdenken. Wenn es Mercedes gelingt, das Beste aus beiden Welten auf den Tisch zu bringen, könnte dies einen bedeutenden Wandel in der Autolandschaft bewirken. Autohersteller, die sich bisher ausschließlich auf Elektrofahrzeuge konzentriert haben, müssen ihren Ansatz möglicherweise überdenken, was den allgemeinen Vorstoß zur vollständigen Elektrifizierung verlangsamen könnte. Ein weiterer zu berücksichtigender Faktor ist die Frage, wie sich diese Hybridrevolution auf die Wahrnehmung von Elektrofahrzeugen durch die Verbraucher auswirken wird. Während viele die Zukunft von Elektrofahrzeugen begrüßen, schätzt ein großer Teil der Bevölkerung immer noch den Komfort, die Leistung und die Vertrautheit von Verbrennungsmotoren. Die Fähigkeit von Mercedes-Benz, diese Zielgruppe anzusprechen, könnte es dem Unternehmen ermöglichen, Märkte zu dominieren, die bei der Einführung der Elektromobilität noch zögerlich sind. Wenn die Verbraucher beginnen, Hybrid als praktische, leistungsstarke Option zu sehen,
könnte dies den Übergang zu reinen Elektrofahrzeugen erheblich verlangsamen. Während sich die Hersteller von Elektrofahrzeugen auf die Verbesserung der Batterietechnologie und den Aufbau von Ladenetzen konzentrieren, könnte Mercedes-Benz im Stillen Verbraucher gewinnen, die der vollständigen Elektrifizierung skeptisch gegenüberstehen. Der Hybridmotor ist vielleicht nicht für jeden eine langfristige Lösung, aber er könnte die Brücke sein, die mehr Verbrauchern den Umstieg ermöglicht. Für Märkte, in denen die Ladeinfrastruktur unterentwickelt ist, könnten Hybridfahrzeuge eine realistischere Option sein, da sie die gleiche Leistung bieten, ohne auf Ladestationen angewiesen zu sein. Die Frage ist nun, ob andere Automobilhersteller dem Beispiel von Mercedes-Benz folgen und wieder auf Hybridfahrzeuge umsteigen oder ob sie den Weg der vollständigen Elektrifizierung weitergehen werden. Die Entscheidung, Verbrennungsmotoren zu erneuern, anstatt sie aufzugeben, könnte als kluger strategischer Schachzug für die Zukunft angesehen werden. Mit Fortschritten bei der Kraftstoffeffizienz und der Leistung könnten Hybride noch jahrzehntelang relevant bleiben, lange nachdem vollelektrische Fahrzeuge die kritische Masse erreicht haben. Die neue Strategie von Mercedes-Benz könnte andere Hersteller dazu inspirieren, sich auf die Verbesserung der Hybridtechnologie zu konzentrieren und den Verbrauchern eine größere Auswahl zu bieten. Es ist auch wichtig zu wissen, dass die Hybridtechnologie in verschiedenen Fahrzeugkategorien eingesetzt werden kann. Mercedes-Benz konzentriert sich zwar auf Fahrzeuge der Luxusklasse, doch könnte diese Technologie schließlich auch auf den Massenmarkt übergreifen. Sollte dies der Fall sein, könnte sie den Weltmarkt erheblich beeinflussen und eine Alternative zu Elektrofahrzeugen darstellen, die den Verbrauchern mehr Flexibilität bietet. Der Hybridmotor von Mercedes-Benz könnte angesichts des immer härter werdenden Wettbewerbs das Ass im Ärmel sein, das das Unternehmen an der Spitze der automobilen Innovation hält. In den kommenden Jahren wird sich zeigen, ob diese mutige Strategie nicht nur die Vorherrschaft der Elektrofahrzeuge herausfordern, sondern auch die Zukunft der gesamten Automobilindustrie gestalten kann. Nachhaltigkeit und die Zukunft von Hybridfahrzeugen. Nachhaltigkeit ist nicht mehr nur ein Nebenziel, sie gestaltet die Zukunft des Autofahrens neu. Während vollelektrische Fahrzeuge oft als die ultimative umweltfreundliche Wahl angesehen werden, ist Mercedes-Benz davon überzeugt, dass Hybride eine intelligentere, ausgewogenere Lösung darstellen, insbesondere in Regionen, in denen eine vollständige Elektrifizierung nicht praktikabel ist. Ihre Strategie geht über Trends hinaus und bietet Hybridmodelle, die nicht nur effizient, sondern auch wirklich nachhaltig sind. Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach schadstoffarmen Fahrzeugen spielen Hybride eine entscheidende Rolle bei der Überbrückung der Lücke zwischen herkömmlichen Verbrennungsmotoren und reiner Elektromobilität. Die Hybride von Mercedes-Benz vereinen das Beste aus zwei Welten. Sie reduzieren die Kohlenstoffemissionen durch elektrische Unterstützung und bieten gleichzeitig die Leistung, Reichweite und Performance, die Autofahrer erwarten. Mit ihrer verbesserten Verbrennungseffizienz und den integrierten Elektromotoren passen diese Fahrzeuge perfekt zu den weltweiten Bemühungen, die CO2-Bilanz der Automobilindustrie zu verbessern. Abgesehen von den Emissionen lösen Mercedes-Hybride einen der größten Probleme der heutigen Elektroautos, die Reichweitenangst. Langstreckenfahrten ohne die ständige Sorge, ein Ladegerät zu finden, machen Hybride zu einer sofortigen, praktischen Lösung, insbesondere in Gebieten, in denen die Ladeinfrastruktur noch im Aufbau ist. Da sich die Welt allmählich auf die Elektrifizierung zubewegt, stellen Hybride sicher, dass der Übergang reibungslos und für alle Fahrer zugänglich bleibt. Was Mercedes-Benz auszeichnet, ist die Weigerung, im Streben nach Nachhaltigkeit auf Luxus oder Leistung zu verzichten. Ihre Hybride bieten das kultivierte Fahrerlebnis, das die Kunden erwarten, und sind gleichzeitig ein Fortschritt in Sachen umweltbewusster Technik. Und es geht nicht nur um die Autos selbst. Mercedes überdenkt den gesamten Herstellungsprozess, um neue Maßstäbe für nachhaltige Innovationen in der Branche zu setzen. Indem Mercedes-Benz die Grenzen der Hybridtechnologie ausreizt, beweist das Unternehmen, dass hohe Leistung und Umweltverantwortung durchaus miteinander vereinbar sind. Ihr Ansatz könnte durchaus zum Vorbild für das nächste Kapitel in der Automobilwelt werden. Denn Nachhaltigkeit steht bei den Verbrauchern ganz oben auf der Prioritätenliste. Auf dem Weg in eine umweltfreundlichere Zukunft sind Hybride nicht nur ein Sprungbrett, sie sind die perfekte Brücke. Der Kampf um den EV-Markt. Der Markt für Elektrofahrzeuge ist hart umkämpft. Hersteller wie Tesla,
Volkswagen und BMW kämpfen um die Vorherrschaft. Die Entscheidung von Mercedes-Benz, in die Hybridtechnologie zu investieren, könnte die notwendige Unterbrechung sein, um die Vorherrschaft der vollelektrischen Fahrzeuge zu brechen. Aber wird dieser Hybridansatz ausreichen, um es mit den Elektroauto-Giganten aufzunehmen, oder wird er sich als zu wenig und zu spät erweisen? Die Dominanz von Tesla auf dem Markt für Elektrofahrzeuge ist beispiellos. Mit seiner innovativen Batterietechnologie, seinen Fähigkeiten zum autonomen Fahren und seinem ausgedehnten Supercharger-Netzwerk hat Tesla den Standard für Elektrofahrzeuge gesetzt. Andere Autohersteller wie Volkswagen und BMW holen auf. Aber die Entscheidung von Mercedes-Benz, in die Hybridtechnologie zu investieren, könnte das Spiel verändern. Mit dem Angebot einer leistungsorientierten Hybridalternative positioniert sich Mercedes als einzigartiger Akteur auf dem Markt für Elektrofahrzeuge, der Leistung, Effizienz und Luxus in einem Paket bieten kann. Der Fokus von Mercedes-Benz auf Hybridfahrzeuge bedeutet jedoch nicht, dass das Unternehmen Elektrofahrzeuge komplett aufgibt. Das Unternehmen setzt weiterhin auf die Elektrifizierung und bietet mit dem EQ eine Reihe von vollelektrischen Fahrzeugen an. Die Frage ist jedoch, ob Mercedes mit dem rasanten Innovationstempo bei Elektrofahrzeugen mithalten kann. Während Tesla und andere Hersteller bei der Elektrotechnologie in die Vollen gehen, könnte der Hybridansatz von Mercedes ihnen einen Vorteil in Märkten verschaffen, in denen Reichweitenangst und Ladeinfrastruktur weiterhin eine große Herausforderung darstellen. Die Hybridstrategie von Mercedes-Benz ist ein mutiger Schritt, aber vielleicht genau das, was die Branche braucht. Während sich der Automobilmarkt in Richtung Elektromobilität verschiebt, bietet Mercedes eine Alternative, die das Beste aus beiden Welten vereint. Ob für Verbraucher, die noch auf Benzinmotoren angewiesen sind, oder für diejenigen, die nach einer umweltfreundlicheren Lösung suchen. Die Hybridfahrzeuge von Mercedes-Benz könnten die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen und dennoch leistungsstarken Autos befriedigen. Der Kampf um den Markt für Elektrofahrzeuge ist noch lange nicht vorbei. Und die Hybridfahrzeuge von Mercedes-Benz könnten die Geheimwaffe sein, die das Gleichgewicht der Kräfte verschiebt. Während die Autohersteller um die Elektrifizierung ihrer Flotten ringen, hebt sich Mercedes mit einer vielseitigen, praktischen Alternative ab. Aber wird diese Hybridlösung ausreichen, um die Vorherrschaft der Elektrofahrzeuge zu brechen? Oder wird sie Mercedes ins Hintertreffen geraten lassen? Der strategische Schritt von Mercedes-Benz zur Hybridvorherrschaft. Die Hybridstrategie von Mercedes-Benz könnte weitreichende Folgen für die Automobilwelt haben, während andere sich mit der Elektrifizierung ihrer Flotten beeilen. Mercedes wählt einen kalkulierteren Ansatz, bei dem der Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung der Verbrennungsmotortechnologie neben den elektrischen Möglichkeiten liegt. Das könnte eine Meisterleistung sein, aber auch ein Glücksspiel, das Mercedes ins Hintertreffen bringt. Während sich der Wettbewerb um die Vorherrschaft der Elektroautos verschärft, setzt Mercedes-Benz verstärkt auf die Hybridtechnologie, eine Option, die es dem Unternehmen ermöglicht, die gewohnten Leistungsstandards beizubehalten und gleichzeitig die wachsende Nachfrage nach umweltfreundlicheren Fahrzeugen zu erfüllen. Die Entwicklung hin zu Hybridfahrzeugen kann als Reaktion auf die Herausforderungen gesehen werden, denen sich vollelektrische Fahrzeuge gegenübersehen, insbesondere in Märkten mit unterentwickelter Ladeinfrastruktur. Mercedes hat sich positioniert, um Verbraucher anzusprechen, die den Einschränkungen von Elektrofahrzeugen skeptisch gegenüberstehen, und bietet eine Hybridalternative an, die mehr Komfort, weniger Reichweitenprobleme und die luxuriöse Leistung verspricht, für die Mercedes bekannt ist. Diese Strategie könnte ein Marktsegment ansprechen, das noch immer die Vielseitigkeit eines Verbrennungsmotors schätzt und gleichzeitig auf nachhaltigere Optionen umsteigt. Aber Mercedes geht nicht nur bei den Hybriden auf Nummer sicher. Das Unternehmen treibt auch die Entwicklung vollelektrischer Fahrzeuge unter seiner Marke EQ voran und entwickelt seine Palette an Elektrofahrzeugen wie den EQS und EQE weiter. Die Hybridmodelle, auf die sich Mercedes konzentriert, könnten dem Unternehmen jedoch einen bedeutenden Vorteil verschaffen, insbesondere in Märkten, in denen die Einführung von Elektroautos noch langsam erfolgt. Indem Mercedes sowohl Hybrid- als auch Elektroautos anbietet, kann das Unternehmen die unterschiedlichen Bedürfnisse seiner weltweiten Kundschaft erfüllen. Diese Vielseitigkeit dürfte dazu beitragen, dass die Marke in einem zunehmend polarisierten Automobilmarkt relevant bleibt. Gleichzeitig investiert Mercedes-Benz in die Nachhaltigkeit, indem es die Effizienz seiner Antriebsstränge verbessert und den CO2-Fußabdruck seiner Produktionsprozesse reduziert.
Mit neuen Motoren, die das Beste aus beiden Welten vereinen, könnte das Unternehmen nicht nur die strengeren Emissionsnormen erfüllen, sondern sich auch einen Vorteil auf Märkten verschaffen. Die emissionsarme Fahrzeuge bevorzugen, ohne dabei auf Fahrdynamik zu verzichten. Die Hybridstrategie von Mercedes scheint perfekt zu diesem weltweiten Bestreben nach Nachhaltigkeit zu passen, da sie Leistung und Umweltbewusstsein in einem Paket vereint, das die Käufer von Luxusfahrzeugen anspricht. Die eigentliche Frage ist, ob Mercedes mit dieser Hybridausrichtung einen Vorsprung vor Konkurrenten wie Tesla halten kann, die unermüdlich die Grenzen der Elektrofahrzeugtechnologie ausloten. Die Fahrzeuge von Tesla bieten zwar nicht das gleiche Maß an Luxus oder Leistung wie Mercedes-Benz, aber sie geben das Tempo für elektrische Innovationen vor. Mercedes positioniert sich jedoch so, dass es eine überzeugende Alternative für Verbraucher bietet, die noch nicht vollständig von reinen Elektrofahrzeugen überzeugt sind. Es wird interessant sein zu sehen, ob diese Strategie den Autohersteller in das nächste Jahrzehnt führen kann, wenn er nicht nur mit Luxus und Design, sondern auch mit Leistung, Effizienz und Umweltverträglichkeit konkurriert. Während sich die Welt immer mehr auf die Elektromobilität konzentriert, ist es Mercedes-Benz gelungen, eine einzigartige Position einzunehmen, indem sie die Verbrennungstechnologie nicht ganz aufgegeben haben. Stattdessen integriert das Unternehmen Hybridsysteme in seine Produktpalette, die Leistung mit elektrischer Effizienz verbinden und so zu einem starken Konkurrenten in der sich entwickelnden Landschaft der Automobiltechnologie werden. Mercedes wird vielleicht nicht der Masse folgen, sondern auf eine Weise vorangehen, die sowohl traditionelle Autokäufer als auch diejenigen anspricht, die für die elektrische Zukunft bereit sind. Die Konzentration des Unternehmens auf Hybridfahrzeuge könnte es auch als die Marke der Wahl für Verbraucher positionieren, die sich die Vorteile von Elektroautos wünschen. We see B. Geringere Emissionen. Ohne die Reichweitenangst und die langen Ladezeiten, die mit vollelektrischen Autos verbunden sind. Diese Flexibilität ist besonders wertvoll für Märkte wie die USA, wo die Infrastruktur für Elektrofahrzeuge noch im Aufbau begriffen ist, und für globale Käufer, die Autos suchen, die sowohl Leistung als auch Nachhaltigkeit bieten. Die Konzentration von Mercedes-Benz auf die Kombination der besten Verbrennungs- und Elektrotechnologien könnte dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, wenn sich der Automobilmarkt weiter wandelt. Auf dem Weg in diese neue Ära könnten die von Mercedes-Benz entwickelten Hybridfahrzeuge sehr wohl die Blaupause für die Zukunft von Luxus und Leistung in der Automobilindustrie werden. Die Welt mag nach vollelektrischen Autos suchen, aber Mercedes hat es geschafft, einen Weg zu finden, die gleichen Vorteile mit dem zusätzlichen Bonus einer nahtlosen, effizienten Leistung zu bieten, die keine vollständige Umstellung auf Elektrifizierung erfordert. Ob es den Hybridmodellen von Mercedes-Benz gelingt, die E-Fahrzeuge in den Schatten zu stellen, wird davon abhängen, wie gut sie den Wunsch der Verbraucher nach Nachhaltigkeit mit der traditionsreichen Automobilgeschichte der Marke in Einklang bringen. Die Auswirkungen der mutigen Hybridstrategie von Mercedes. Die mutige Entscheidung von Mercedes-Benz, die Hybridtechnologie zu verdoppeln und gleichzeitig die Elektroinnovation voranzutreiben, erschüttert die Zukunft der Autoindustrie. Während die meisten Marken auf eine vollständige Elektrifizierung setzen, geht Mercedes einen ausgewogeneren Weg und verbindet die Kraft und Leistung von Verbrennungsmotoren mit der Effizienz und Nachhaltigkeit von Elektromotoren. Aber wird diese Hybridstrategie die Art und Weise verändern, wie die Verbraucher Mobilität sehen, oder wird sie lediglich die unvermeidliche Übernahme der Elektrofahrzeuge verzögern? In einer Welt, die auf Null-Emissionen zusteuert, könnte der Schritt von Mercedes einen Dominoeffekt in der gesamten Branche auslösen. Ihre Hybride könnten skeptische Autofahrer davon überzeugen, dass der Umstieg auf ein Elektroauto nicht bedeuten muss, dass sie auf den Luxus, die Reichweite und den Fahrspaß verzichten müssen, den sie schon immer geliebt haben. Es gibt auch einen psychologischen Aspekt. Für viele ist das Dröhnen eines Motors immer noch ein Symbol für Status, Leidenschaft und Freiheit. Indem Mercedes Hybride als das Beste aus beiden Welten anbietet, setzt das Unternehmen darauf, dass die Fahrer eine Evolution und keine Revolution wollen. Natürlich birgt diese Wette auch Risiken. Angesichts der sich abzeichnenden strengeren Emissionsgesetze und der Tatsache, dass Unternehmen wie Tesla die volle Elektrifizierung vorantreiben, kann es sich Mercedes nicht leisten, bei der Batterieinnovation zurückzubleiben. Wenn sie nicht mithalten können, werden Hybride allein sie nicht retten. Aber wenn sie erfolgreich sind,
könnte Mercedes die Zukunft neu definieren und beweisen, dass es in Zukunft nicht nur darum geht, den Elektroantrieb dem Benzinantrieb vorzuziehen, sondern intelligentere Wege zu finden, beides zu kombinieren. Die Autowelt steht an einem Scheideweg. Werden Elektroautos die Autobahnen von morgen dominieren? Oder werden sich Hybride einen festen Platz in der Mitte erobern? Mercedes-Benz wagt es, den Trend herauszufordern, und wenn sie es richtig anstellen, könnten sie die Elektroauto-Revolution nicht nur überleben, sondern anführen. Was denken Sie? Sind Hybride der Schlüssel zu einer intelligenteren, spannenderen Zukunft oder nur eine vorübergehende Brücke zur vollständigen Elektrifizierung? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Und vergessen Sie nicht, ein Abonnement abzuschließen, um weitere Einblicke in die sich schnell verändernde Welt der Mobilität zu erhalten.